Diktieren in Microsoft Office. Wie funktioniert das? In welchen Anwendungen geht es? Welche Voraussetzungen braucht es? Und was macht Microsoft mit den Daten? Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und ich zeige euch heute in Outlook, wie das Diktieren mit Microsoft Office funktioniert. Ich beginne hier im Betreff und kann jetzt über Nachricht diktieren, die Diktatfunktion einschalten, die ist dann direkt aktiv und ich diktiere etwas. Diktieren in Microsoft Office. Ihr habt gesehen, der Text ist erstmal grau, solange ich den diktiere. Wenn er dann fertig ist und korrigiert ist, wird er in schwarz dargestellt. Beim Diktieren erscheint hier unten dieses kleine Fenster und wenn der Button hier blau ist, dann bin ich im Diktatmodus und wenn er so ist wie jetzt, dann hört mir sozusagen Microsoft nicht zu. Es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die findet ihr hier über dieses Rad-Symbol. Die automatische Interpunktion finde ich persönlich nicht so praktisch, aber das müsst ihr mal ausprobieren. Wirklich wichtig ist die gesprochene Sprache. Wenn hier was Falsches eingestellt ist, dann kommt über die Korrekturfunktion von Microsoft da ganz merkwürdiges Ergebnis raus. Also darauf solltet ihr achten. Und ansonsten ist es im Prinzip, wie ich es euch gerade gezeigt habe, ihr klickt an die Stelle, an der ihr eingeben wollt oder diktieren wollt und dann sprecht ihr. Ich mache das gerade nochmal. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Komma, neue Zeile, neue Zeile. Wie ihr seht, funktioniert das Diktieren recht gut. Punkt, neue Zeile. Solange es allerdings nicht möglich ist, mit Sprachbefehlen zu korrigieren, müsst ihr nachträglich immer noch mit der Tastatur die Korrektur durchführen. Punkt, neue Zeile, neue Zeile. Also es ist tatsächlich wichtig, dass man sich das Ganze in der Nachschau noch anschaut, denn ihr seht hier, warum auch immer, Zuschauerin ist klein geschrieben und ich kann das jetzt ganz normal mit der Tastatur korrigieren. Oder manchmal funktioniert auch der Sprachbefehl mit dem Punkt nicht. Das heißt, auch hier muss ich dann korrigierend eingreifen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, funktioniert es recht gut. Die Voraussetzung ist eine Internetverbindung und ihr übertragt damit eure Tondaten an Microsoft. Microsoft transkribiert die und schickt dann sozusagen den maschinenlesbaren Text zurück. Nach Aussage von Microsoft werden diese Daten bei Microsoft nicht gespeichert. Ihr könnt das auch hier über die Hilfe sehen. Wenn ihr die Hilfe aufruft, dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Informationen, was man sagen kann, also welche Ausdrücke man verwenden kann. Und hier steht auch was zum Datenschutz, da könnt ihr das nachlesen, was ich euch gerade gesagt habe. Diese Diktatfunktion gibt es in verschiedenen Microsoft Office-Anwendungen. Und so habe ich euch da mal eine Seite von Microsoft rausgesucht, die habe ich auch unten im Kommentar verlinkt. Ihr seht hier, es ist möglich in Word, in Outlook, in OneNote und in PowerPoint. Allerdings ist es so, wenn man sich das mal in Word anschaut, in Word geht es im Web über die Windows Desktop App, in Mac OS und so weiter. Wenn wir uns das anschauen in anderen Programmen, wie zum Beispiel OneNote, dann sehen wir hier, es geht nur im Web und mit OneNote für Windows 10, also nicht mit der normalen OneNote Desktop App. Und hier findet ihr dann auch, wo ihr diese Funktionen finden könnt. Ich habe es mal hier fürs Notizbuch noch ausgewählt. Das ist jetzt hier die Web-App und da findet ihr unter Start hier das Diktieren und es funktioniert im Prinzip ganz genauso. Aus meiner Sicht ist das Diktieren eine ganz praktische Möglichkeit, die vor allem für die von Nutzen ist, die sich mit dem Tippen noch ein bisschen schwer tun und man muss tatsächlich doch das eine oder andere noch manuell nachkorrigieren und ihr solltet einen diktierten Text auf jeden Fall nochmal in Ruhe durchlesen und schrittweise korrigieren. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim Anwenden. Bis zum nächsten Video, euer Arno.